Ein leckeres Knuspermüsli oder auch Granola genannt selber machen? Ich zeige euch, wie das ganz einfach geht. Hallo und herzlich willkommen hier bei Erikas Selbstgemacht. Heute zeige ich euch, wie ihr selber euer Knuspermüsli machen könnt und das ganz nach eurem Geschmack. Ich habe jetzt hier eine Nussvariante für euch. Die Zutaten dafür könnt ihr unten nochmal in Ruhe nachlesen. In das Knuspermüsli gebe ich 200 Gramm kernige Haferflocken. Ihr könnt auch Dinkelflocken verwenden. Und 50 Gramm Sonnenblumenkerne. Und hier habe ich jetzt eine Nussmischung, 100 Gramm. Das sind Cashewkerne darin, Haselnüsse, Mandeln und Walnüsse. Gebt die Nüsse hinein, die ihr gerne mögt. Die Nüsse schneiden wir dann einmal grob klein. Die Nüsse geben wir dazu und dann wird alles einmal vermengt. In einen Topf gebe ich jetzt 60 Gramm Kokosöl, eine Prise Salz, einen halben Teelöffel Zimt und 60 Gramm Honig. Statt den Honig könnt ihr auch Apfeldicksaft verwenden, Agavendicksaft, Dattelsirup, Ahornsirup oder auch Zuckerrübensirup. Da nehmt ihr wieder, was ihr gerne mögt und mit was ihr gerne süßen möchtet. Den Topf geben wir dann auf den Herd und lassen die Zutaten einmal miteinander verschmelzen. Den Topf nehmen wir dann vom Herd, lassen ihn ein wenig auskühlen und geben ihn über unsere trockenen Zutaten. Anschließend wird alles miteinander vermengt. Auf einem Backblech mit Backpapier ausgebreitet, verteile ich jetzt das Knuspermüsli. Das Backblech gebe ich jetzt in den vorgeheizten Backofen, entweder bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 150 Grad Umluft, auf die mittlere Schiene des Backofens. Die Uhr stelle ich mir dann ein, zwischen 18 und 20 Minuten. Zwischendurch das Müsli immer mal wieder wenden und zum Ende der Backzeit darauf achten, dass es nicht zu braun wird. Gefällt dir mein Kanal und meine Rezepte, würde ich mich riesig freuen, wenn du mich kostenlos abonnierst. Das fertige Knuspermüsli nehmen wir jetzt aus dem Backofen und lassen es komplett auskühlen. Das ausgekühlte Knuspermüsli dann nur noch abfüllen. Ich nehme dazu gern so ein Bügelglas mit Deckel. Das Müsli ist jetzt circa für einen Monat haltbar. Das Granola lässt sich auch noch super variieren. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Trockenfrüchte? Trockene Bananen, trockene Erdbeeren oder auch Äpfel. Diese habe ich übrigens im Dörrautomat selber getrocknet. Die Früchte gebe ich dann hinein und jetzt könnt ihr nach Lust und Laune das Müsli essen. Mit Joghurt, mit Quark oder zum Beispiel mit ungesüßter Mandelmilch. Und hier habe ich noch ein Schokomüsli, Schokotrops und Backkakao. Von meinen leckeren selbstgemachten Müsli gebe ich etwas in eine Schale hinein. Dann den Backkakao dazu
und die Schokotrops. Und schon haben wir ein leckeres Schokomüsli. Und das könnt ihr jetzt auch wieder mit Milch, mit Mandelmilch, mit Sojamilch, mit Hafermilch. Ach, es gibt ja so viele Möglichkeiten essen. Das Müsli könnt ihr auch zum Beispiel noch mit Nelkenpulver verfeinern oder mit mehr Zimt. Das bleibt alles eurem Geschmack überlassen. Ein selbstgemachtes Müsli ermöglicht uns, kontrolliert die Zutaten hineinzugeben, die wir gerne möchten, aber künstliche Zusatzstoffe herauszulassen. Und es gibt noch so viele Möglichkeiten, was ihr alles hineingeben könnt. Leinsamen, Sesam, Chiasamen, Flohsamenschalen, unendlich viele Möglichkeiten. Oder zum Beispiel auch Rosinen. Mancher mag sie, mancher nicht. Ich würde mich jetzt auf alle Fälle freuen, wenn ihr es nachmacht. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal hier bei Rikas Selbstgemacht. Servus.